Das Susanoo ist das mächtigste, was ein Uchiha zu bieten hat. Mit den Mangekyo Sharingan könnte man das normale Susanoo beschwören, was aber trotz 2 Mangekyo nur die wenigsten zustande bringen könnten und was auch ziemlich hart auf den Körper geht. Sasuke beschreibt es sogar als höllischen Schmerz, welchen man in jeder Zelle des Körpers spürt. Na, wie sich Itachi dann mit seinem kaputten Körper erst dabei gefühlt haben muss. Naja, normalerweise kann man mit dem ewigen Mangekyo Sharingan das perfekte Susanoo erschaffen, welches natürlich noch um so einiges stärker ist. Nur Kakashi brauchte irgendwie ein wenig Plot-Armor und deswegen konnte er es auch schon mit normalen Mangekyo Sharingan. Ich meine, selbst Madara hat es nicht mit normalen Mangekyo Sharingan geschafft. Durch das Chakra des Nutzers erhält das Susanoo seine Form und dass sich das Susanoo sehr stark vom Aussehen, der Farbe und den Fähigkeiten unterscheiden, ist genau wie es auch bei jedem Mangekyo Sharingan eigentlich ist, jedem bewusst. Hier werde ich mir nun also die Mühe machen und versuchen, jedes Susanoo zu erklären. Beginnen wir direkt mal mit dem Susanoo, welches wir wohl am meisten gesehen haben, nämlich das von Sasuke oder Sasuke. Das ist direkt wohl eigentlich auch schon das vielseitigste Susanoo. Im Manga wird er als blau gezeigt, was überall anders nicht der Fall ist, denn hier ist das Susanoo sonst überall lila. Ja, ungefähr genauso wie Tinky Winky. Ja, guter Vergleich, Chris. Guter Vergleich. Die Farbe wurde bei seinem Susanoo allerdings absichtlich so düster, weil sein Susanoo aus starken Gefühlen von Hass entstanden ist. Das zeichnet sich auch bei dieser Skelettform aus. Dieser besitzt nämlich als einziges Susanoo in diesem Stadium Hörner und sein Kopf erinnert durch das eher spitze und schlanke an einen Kopf von einem Teufel. Diese Form bietet guten Schuss, welches Sasuke noch mit seinem Amaterasu kombinieren und somit verstärken kann. Dieses Amaterasu kann er dann auch noch kontrollieren und zu zum Beispiel Stacheln werden lassen und somit den Gegner dann auch noch angreifen. Warum Sasuke das nicht öfters gemacht hat, weiß ich nicht. Außerdem kann er in dieser Form Leute boxen, mit einem kleinen Dolch angreifen oder Leute einfangen und diese dann freundlich zerdrücken. In der nächsten Form, der humanoiden Form, hat sein Susanoo 3 Hörner, welches aber eher so aussieht, als wäre es jetzt irgendwie so eine Art Helm. Hier hat er eine Panzerung und er ist mit Pfeil und Bogen ausgerüstet, was er auch als Schwert und Schild benutzen kann. Seine Pfeile verstärkt er gerne aber auch mal mit Amaterasu. Diese Form konnte Sasuke zu Anfang noch nicht mit dem ganzen Körper beschwören, sondern konnte er nur den Oberkörper beschwören, weswegen er von unten noch angreifbar war. Später hat aber auch diese Form einen Unterkörper. Die nächste Form kommt mit dem Mangekyo Sharingan, womit sein Susanoo eine Rüstung bekommt. Wirklich viel hat er in dieser Form aber nicht gemacht, höchstens ein bisschen mit Amaterasu herumgeschossen. In der perfekten Form gibt es wieder die klassische eckige Nase und schicke Flügel. Diese Form bietet viel mehr Schutz und stärkere Angriffe durch 2 Schwerter. Sasuke nutzt seinen perfekten Susanoo so, als wäre es Sasuke nur in groß. Egal ob Chidori oder andere Jutsus, wie das von den Uchihas geliebte Flammenkugel-Jutsu, er nutzt seinen Susanoo wirklich sehr, sehr vielseitig und von daher habe ich ihm auch diesen Spitznamen gegeben. Absorbiert er jetzt noch das Chakra von den Bijus, dann wird das Susanoo mit so viel Energie geladen, dass er seine Rüstung quasi fast schon sprengt. Das Chakra bündelt sich dann als Schwert oder er formt daraus einen mächtigen Pfeil mit Bogen, was seine stärkste Fähigkeit ist. Aber sein Susanoo kann er auch noch mit anderen kombinieren, nämlich mit Jugos Naturchakra und oder halt mit Narutos Kyuubi Chakra. Machen wir direkt mal mit seinem Bruder weiter und ich glaube mit dem beliebtesten Charakter aus Naruto, wenn nicht so mit Minato. Ich glaube die beiden sind so in der Spitze. Itachis Susanoo hat die mit Abstand beste Ausrüstung. Im Manga ist es gelb und im Anime ist es rot. Meiner Meinung nach sieht das rote um einiges besser aus, aber das ist ja Geschmackssache. In der Skelettform hat man ihn kaum gesehen und mehr als mit seinem Dolch rumzufuchteln und Schutz zu bieten, kann diese Form eigentlich auch nicht wirklich viel mehr als das von Sasuke. Seine zweite Form ist schon besser, auch wenn er diese wiederum kaum benutzt hat. Hier hat er eigentlich fast nur mit seinem Agatama rumgeworfen. Die ausgerüstete Form holt aber plötzlich die Ausrüstung raus. Das Totsuka-Schwert und den Yata-Spiegel. Laut Zetsu ist man mit dieser Kombination so gut wie unbesiegbar, was auch Sinn macht, da der Yata-Spiegel alle Angriffe negiert und das Totsuka-Schwert einen in sich zieht und in ein Genjutsu sperrt, wenn man davon getroffen wird. Damit konnte er Orochimaru mit einem One-Hit versiegeln und ebenfalls auch hat hier ein Treffer gereicht, um Nagato zu versiegeln. In Naruto Ultimate Ninja Storm 4 hat der gute Itachi auch noch ein perfektes Susanoo bekommen, womit er dann mit einem geformten Totsuka-Schwert kämpft und auch den Yata-Spiegel einfach beschwören kann. Rein theoretisch müsste dieses Susanoo dank seiner Ausrüstung das mächtigste und das stärkste Susanoo sein. Vom mächtigsten zum größten Susanoo. Hier haben wir Hagoromo Susanoo, welcher knapp 3 bis 4 Mal so groß ist wie das Susanoo von zum Beispiel Madara oder Sasuke, welche beide ja in etwa so groß sind wie der Kyuubi.
Doch das Susanoo von Hagoromo ist mal ebenso groß wie der fucking Jubi. Höchstwahrscheinlich ist dieses Susanoo dann mit Abstand sogar von der reinen Kraft her das stärkste Susanoo. Vom Äußeren ist dieser sehr hellblau mit einer Frisur ähnlich wie die von Hagoromo und einem leicht dämonischen Gesicht. Mehr Infos gibt es dazu leider nicht, ob er das mit Jutsus kombiniert oder so, weiß man alles nicht. Leider. Bleiben wir bei hellblau, aber etwas dunkler. Somit sind wir bei Kakashis bzw. Obitos Susanoo. Das ist eigentlich das unfairste Susanoo und sieht eigentlich meiner Meinung nach am besten aus. Es hat voll die geile Super Saiyajin Frisur, natürlich eine schicke Ecki-Nase und eine stylische Narbe am linken Auge. Höchstwahrscheinlich würde das Susanoo aber etwas anders aussehen, wenn Obito diesen beschwören würde, weil dann hätte er halt nicht diese Narbe und so, würde ja auch Sinn machen. Zwar hat dieses Susanoo ein Katana, allerdings ist seine stärkste und unfairste Waffe seine Mangekyo-Fähigkeit. Kamui ist ja an sich schon broken as fuck, aber damit hat Kishimoto es echt gekillt. Bei Berührung mit dem Kamui-Shuriken wird das getroffene Objekt direkt wegteleportiert. Aber eigentlich ja doch recht logisch, weil Sasuke ja schließlich auch sehr viel Amaterasu nutzt und das ja auch seine Fähigkeiten von seinem Mangekyo ist. In Storm 4 hat man aber auch noch gut sehen können, dass Kakashi sein Susanoo noch sehr viel mit Chidori kombiniert. Weg vom Blau, zurück zu Lila. Hier haben wir Indras Susanoo, welchen wir in der Skelettform und in der perfekten Form gesehen haben. Dieser ist das Standard-Tricks Susanoo und ja, der enttäuschendste. Was bei der Skelettform auffällt, sind die riesigen Augenhöhlen. Aber dieser war halt nur eine Sekunde da, also von daher. Seine perfekte Form trägt auch wieder ein Katana und kämpft eigentlich hauptsächlich auch mit diesem. Wahrscheinlich würde er auch sein Susanoo etwas mehr mit Amaterasu verknüpfen, weil das ja eigentlich auch seine einzige Technik ist, was wir von seinem Mangekyo kennen. Sein perfektes Susanoo sieht eigentlich so ziemlich fast exakt so aus wie das Susanoo von Sasuke, was ich etwas schade finde. Ja, Sasuke ist der Nachfahre von Indra, das ist Madara aber auch und sein Susanoo sieht nicht mal im Ansatz so aus. Zumindest von der Farbe her. Wie cool wäre das, wenn Hagoromo ein weißes Susanoo hätte und Indra ein schwarzes Susanoo. Das wäre doch um einiges cooler als noch ein helleres Blau zu holen und ein lila, genauso wie es Sasuke hat. Denn Madaras Susanoo ist nämlich wieder blau, aber eher dunkelblau. Ihm würde ich den Titel den am schlechtesten genutzten Susanoo geben. Man hat ihn oft gesehen und man konnte daraus echt um einiges mehr machen, als wir jetzt bekommen haben. Seine Skelettform hat man gesehen, aber nur für eine Sekunde. Seine humanoide Form ist der übelste Spitzkopf mit direkt 3 Spitzen am Kopf. Aber auch verdammt stark. In allen 4 Händen kann Madara ein Schwert erschaffen und auch Schwerthiebe abfeuern. Außerdem mag er es ebenfalls mit Magatama rumzuwerfen. In der ausgerüsteten Form sieht er mal ernsthaft extrem episch aus. Sehr mystisch mit einem Schleier, welcher ihn umgibt und nur seine Augen vom Gesicht preisgibt. Leider macht er mit dieser Form absolut rein gar nichts. Denn er ist sofort mit der perfekten Susanoo-Form weitergegangen. Mit dieser macht er auch absolut nichts Kreatives, nur dass er eben mit seinem Schwert herumkloppt. Echt schade, vor allem weil Madara so viele Jutsus drauf hat und eigentlich bei sowas auch ziemlich kreativ sein kann und sollte. Aber naja. Wenn er Kurama kontrolliert, kann er, genau wie es schon bei Sasuke gesagt, sein Susanoo über diesen legen und somit als Rüstung nutzen. Das letzte Susanoo ist das von Shisui, welches mal eine komplett andere Farbe hat, nämlich grün. Das Susanoo ist das Susanoo mit meiner Meinung nach dem größten Potenzial. In der humanoiden Form hat er ein schickes Yin-Yang-Zeichen in seiner Brust, einen Reiner mit AI, ganz wichtig, Unterkiefer, ziemlich viel Panzerung und einen schicken Helm. Wenn er seine Rippen öffnet, kann er daraus wie ein Maschinengewehr rausschießen. In Naruto Ultimate Ninja Storm 4 hat auch dieser ein perfektes Susanoo bekommen. Er wirkt um einiges kleiner als andere Susanoos und ist auch ziemlich außergewöhnlich. Er trägt, anders als alle anderen, einen Bohrer als Katana. Er nutzt Feuerversteck-Jutsus, nutzt weiterhin seinen Bohrer als Maschinengewehr und kann Shuriken schießen, welche bei Berührung in grüne Flammen aufgehen. Es ist für mich aber das Susanoo mit dem größten Potenzial, weil man seine Mangekyo-Fähigkeiten mit dem Susanoo verknüpfen kann, wie man es bei Itachi, bei Sasuke und zum Beispiel Kakashi gesehen hat. Somit wäre es möglich, dass Shisui zum Beispiel keine Kamui-Shuriken, sondern Genjutsu-Shuriken hätte,
Oder irgendwie so etwas in der Art. Vielleicht hat Itachi das Totsuka-Schwert sogar von Shisui bekommen oder Itachi hat es manifestiert, weil es an sein Tsukuyomi angelehnt ist. Wenn das Totsuka-Schwert schon beim Tsukuyomi kommt, was wäre dann mit Shisui Susanoo mit dem Koto Amatsukami? Das könnte extremst overpowered sein, aber das werden wir wohl leider niemals erfahren. So Freunde, das waren jetzt alle Susanos, was die drauf haben, was ihre Markenzeichen sind und so weiter. Schreibt mir mal unten in die Kommentare euren Favoriten Susanoo, also welchen ihr am meisten mögt und welchen Susanoo findet ihr am stärksten. Schreibt das alles, wie gesagt, unten in die Kommentare. Das war's jetzt allerdings aber auch schon wieder von mir. Merchlink, Twitter, Instagram und Discord findet ihr alles unten in der Beschreibung. Wir sehen uns mal wieder beim nächsten Mal und macht's gut, meine Freunde.